Hi, willkommen oder willkommen zurück. Schön seid ihr da. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über Perfektionismus und Schwarz-Weiß-Denken sprechen im Zusammenhang mit ADHS. Denn mir ist aufgefallen, dass es nicht nur mir so geht, dass ich oft in meinem Leben mit übertriebenem Perfektionismus zu kämpfen hatte und immer wieder mal entdecke bei mir, dass mein Schwarz-Weiß-Denken mich an gewissen Dingen hindert. Heute werde ich also ein bisschen über meine Erfahrungen sprechen und auch darüber, was ich so aus der Community höre, erklären, was es ist, das Schwarz-Weiß-Denken und der Perfektionismus im heutigen Video und auf die Gründe eingehen, woher das kommen könnte. Und ich werde auch noch ein paar Dinge aufzählen, die mir persönlich dabei geholfen haben, dieses Schwarz-Weiß-Denken, diesen Perfektionismus ein bisschen zu überwinden. Nehmt euch einfach, was für euch passt, denn ich kann natürlich nicht für jede Erlebniswelt sprechen und ich bin auch keine Psychiaterin oder Psychologin oder irgendwo tief in der Forschung. Das Ziel dieses Videos ist es einfach, dass jemand von euch da draußen vielleicht das sieht und sich denkt, ja, das klingt doch irgendwie cool und das könnte ich auch probieren. Noch ein wichtiger Disclaimer, bevor es losgeht, entschuldigt. Es geht hier nicht darum, dass ich sagen will, dass wir einfach unser Mindset ändern müssen und dann wird alles gut. Als ADHSler haben wir einfach gewisse exekutive Dysfunktion und die alleine hindert uns teilweise schon daran, irgendwelche Dinge so durchzuziehen oder anzufangen wie normalos. Und ich finde es ganz schwierig, wenn da uns quasi die Schuld in die Schuhe geschoben wird dafür, dass wir nicht gleich viel oder auf die gleiche Weise leisten wie vielleicht andere. Ich möchte genau von diesem Gedanken weg. Doch ich bin der Meinung, dass es doch immer einen Raum gibt, gewisse Skills für uns zu entwickeln, damit wir im Leben das machen können, was wir uns wünschen. Also, wovon spreche ich denn, wenn ich sage Perfektionismus und Schwarz-Weiß-Denken? Bei mir ist es so, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke oder auch noch auf mein aktuelles Leben blicke, dann sehe ich ein bisschen das Muster, dass ich manchmal Dinge nicht angefangen habe, die mir eigentlich gut getan hätten oder die für mich cool gewesen wären. Oder ich manchmal auch im Alltag Dinge nicht mache und ich mich dann frage, wieso eigentlich? Und wenn ich da genauer grabe, dann erkenne ich, dass das nicht einfach nur an der exekutiven Dysfunktion liegt, sondern auch daran, dass ich teilweise einfach eine Vorstellung habe von mir selbst und von meiner Leistung oder von was ich fähig bin, die komplett nichts mit der Realität zu tun hat. Also ich habe das Gefühl, dass ich immer alles schon perfekt können muss, sonst lohnt es sich irgendwie nicht. Oder wenn es zum Beispiel um einen Job geht, der mir angeboten wird, dann ist meine erste Reaktion nicht, mega cool, eine Herausforderung, sondern dann ist es so, nein, das kann ich nicht, also mache ich es nicht. Natürlich ist das nicht so bewusst, das ist nur, wenn ich näher hinschaue und ich musste in der Vergangenheit wirklich näher hinschauen bei meinen Mustern. Und es können aber auch kleine Dinge sein wie Haushalt. Da kommen so Gedanken wie, ach, ich putze jetzt nicht, weil ich schaffe es eh nicht, die ganze Wohnung zu putzen. Oder wenn ich ein Video drehe und ich merke irgendwie, irgendwas stimmt nicht ganz, mein Make-up sitzt nicht oder was auch immer. Das kommt übrigens häufig vor, dass mein Make-up nicht sitzt. Früher hätte ich die ganze Aktion abgebrochen und hätte einfach gesagt, nein, dann mache ich es nicht. Wenn es nicht perfekt wird, dann mache ich es nicht. Und es ist eigentlich ganz witzig, wenn man genau hinschaut, zu erkennen, bei welchen Sachen man das überall macht. Und es ist ein bisschen weniger witzig zu erkennen, wie fest das einen wirklich daran hindert, das eigene Leben zu leben. Und eben, das ist nicht unsere Schuld. Wir machen das nicht mit Absicht oder mit Strategie. Das ist etwas, was mich persönlich lange sehr, sehr belastet hat. Und auch die Erkenntnis war nicht schön zu sehen, dass da irgendwas tief in mir drinsteckt, was mich daran hindert, mein Leben zu leben. Es ist also kein persönliches oder moralisches Versagen, wie es oft leider auch von außen ein bisschen suggeriert wird. Aber woher kommt denn eigentlich das? Woher kommt dieser Perfektionismus und woher kommt dieses Schwarz-Weiß-Denken? Also wenn nicht X, dann Y. Wenn X ist, dann ist Y schlecht etc. Weil ich habe bei mir gemerkt, dass das etwas ist, was ich schon ganz, ganz lange habe, schon seit klein auf. Und so wie ich das sehe, auch in den Communities und so wie ich das lese, ist der Grund oft da, dass wir mit ADS ja schon immer ein bisschen anders sind und dass wir schon sehr früh uns anhören müssen, dass das, was wir leisten oder dass das, was wir machen, irgendwie nicht ausreicht. Sehr oft passiert das auch in der Schule. In meinem Fall war das wirklich auch so, dass es immer hieß, ja, die Simone ist eine Liebe und sie ist eine Süße und sie ist sehr, sehr intelligent, aber sie ist zu schludrig, sie ist zu zurückgezogen, sie ist zu verträumt, sie macht so viele Fehler, sie hätte so viel Potenzial, jetzt ist sie wieder zu laut, jetzt ist sie zu frech. Und das kriegt man ja mit und das tut einem weh. Und wenn man immer wieder solche Sachen hört, dann irgendwann
glaubt man doch daran. Irgendwann glaubt man daran, dass man nicht genügt. Man glaubt daran, dass alles, was man macht, irgendwie zu schludrig und nicht gut genug ist. Und da ist es doch irgendwie ganz logisch, wenn da dann die unbewusste Strategie ist, dass wir versuchen, immer 100-mal mehr zu leisten als andere, damit die anderen Menschen mit uns zufrieden sind. Denn auch wenn wir es nicht gerne zugeben und es mega verpönt ist, wir alle brauchen Anerkennung und wir alle brauchen das Gefühl, dazuzugehören. Und wir alle brauchen Feedback, positives Feedback von außen, damit wir wachsen können. Und ich möchte das Wort Trauma eigentlich nicht so leichtfertig in den Mund nehmen. Aber diese Erlebnisse haben uns einfach gebrannt, weil wir dieses Gefühl schwer loswerden können, dass wir irgendwo tief in uns drin falsch sind und weniger wert sind als andere. Und das Problem ist aber, dass wir mit den Jahren eben uns gegenüber eine ähnliche Einstellung entwickeln, wie das, was wir von außen immer wieder gehört haben. Also dann macht man was und man ist irgendwie nie zufrieden. Und wenn dann ein schlechtes Feedback kommt, was eigentlich gar nicht so schlecht wäre, wir hören das einfach, dann lassen wir es gleich alles fallen, weil wir wollen nicht in dieser Situation sein und wir finden es ja selbst schon nicht gut genug. Und wenn dann von außen noch jemand kommt, dann tschack, bestätigt. Und ich habe das Gefühl, je länger wir das nicht aus dem richtigen Blickwinkel betrachten können, also aus dem Blickwinkel bei uns jetzt mit einer ADHS-Diagnose, desto mehr gibt es diese negative Verstärkung und desto mehr glauben wir unserem Narrativ und auch dem Narrativ von außen. Und desto mehr neigen wir dazu, das Zeug immer enger zu sehen und immer mehr einfach Nein zu sagen zu Herausforderungen, auch Nein zu sagen zu Dingen, die für uns mega gut wären. Das kann eine neue Karriere sein, das kann die Entscheidung sein, irgendwo hinzureisen, das können auch Beziehungen und Freundschaften sein, die wir dann nicht eingehen, weil wir sagen, ja, das ist nicht gut, also ist das Ganze nicht gut. Ich bin kein perfekter Mensch, also kann mich auch niemand lieb haben. Und ja, ganz wichtig, natürlich gibt es dieses Phänomen auch außerhalb von ADHS. Mir ist es einfach aufgefallen, dass es in der Community, generell in der neurodivergenten Community, doch sehr prävalent ist, wenn auch wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also wenn du jetzt denkst, oh, bei mir ist es schon auch so, aber ich sehe mich jetzt da nicht so, dann lass es mich gerne wissen in den Kommentaren, weil ich möchte schon gerne die ganze Vielfalt abbilden von allen Perspektiven. Bevor es weitergeht, möchte ich euch daran erinnern, meinen Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ihr helft damit, meinem Kanal zu wachsen und noch mehr Leuten ausgespielt zu werden. Und ich möchte einfach auch noch eine größere Community hier haben. Vielen, vielen Dank. Hier sind also nun ein paar Wege und Impulse, die mir persönlich geholfen haben, ein bisschen aus diesem Schwarz-Weiß-Denken und aus diesem Perfektionismus auszusteigen. Und nochmals Quick Disclaimer, ich möchte damit nicht sagen, that I have it all figured out. Schön wär's, das könnte ich teuer verkaufen, aber ich finde, es ist halt alles ein Prozess und ich teile auch gern noch meinen Prozess, wenn ich noch drin stecke. Wir sind alle immer auf irgendeinem Weg unterwegs. Wir sind nie fertig. Also, bei mir war es tatsächlich etwas ganz Lustiges, was mir auch quasi auf eine symbolische Art und Weise geholfen hat, aus diesem Muster ein bisschen auszubrechen. Und zwar hatte ich ja immer das Problem, dass ich zum Beispiel meine Wohnung nicht richtig sauber kriegte oder aufgeräumt kriegte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es nur gut ist, wenn ich alles von A bis Z mache. Also wenn alles perfekt, blitzblank und fein geputzt ist. Und ich liebe Ordnung und ich liebe auch, wenn die Sachen sauber sind natürlich. Aber trotzdem, das hat irgendwie nicht gereicht, dass ich diese Wand durchbrechen konnte, weil es hatte ja nichts damit zu tun. Eben wie gesagt, es hatte nichts damit zu tun, dass ich es nicht machen will. Und irgendwo habe ich dann gelesen, ja, fängst du klein an. Und ich dachte so, ja, ist jetzt mega banal, aber es ist eben ziemlich schlau und bei mir hat das gut funktioniert. Ich habe dann gelesen, ja, putz doch einfach mal eine Ecke oder putz einfach mal nur das Bad oder die Küche oder was auch immer, dort, wo es am einfachsten fällt, anzufangen. Und dann verdränge einfach mal die Gedanken daran, dass du eigentlich viel mehr machen möchtest. Und ich dachte so, ja, aber das geht ja nicht. Und irgendwann habe ich das bei ganz vielen verschiedenen Sachen so gehandhabt, bei denen ich dachte so, ich kann es ja eh nicht perfekt und was bringt das auch? Dann kann ich es ja gleich sein lassen. Und ich habe dann gemerkt, dass sogar, wenn ich nur einen Teil davon mache, einen kleinen Teil von dem, was ich machen wollte, dass das Gefühl eben doch genial ist und dass das Gefühl doch da ist, dass man etwas geschafft hat und man sieht ein Resultat. Und dieses Resultat kann jetzt einem dazu anspornen, noch mehr zu machen. Es ist aber überhaupt nicht das Ziel. Es ist völlig okay, wenn da nichts mehr passiert. Es geht nämlich darum zu erkennen, dass nicht perfekt eben auch schon
sehr, sehr, sehr gut ist und auch schon sehr perfekt. Weil wenn wir uns ja immer an die Perfektion treiben, dann laufen wir in eine Wand, dann brennen wir aus, dann verbrauchen wir die ganze Energie, wenn es eigentlich gar nicht notwendig wäre. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass es nicht darum geht, uns selbst auszutricksen. Also das kann schon ganz hilfreich sein natürlich. Aber es geht wirklich darum, diese schlimme Wand, die teilweise da ist, ein bisschen zu durchbrechen. Und es geht darum, uns zu beweisen, dass Perfektion eigentlich so gar nicht existiert und dass wir schon früher zufrieden sein können mit dem, was wir tun. Viel, 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 viel früher. Dann eine weitere Einstellung, die mir selbst sehr gut geholfen hat, ist 70-30. Und das ist eine Abwandlung von 80-20. Und ich sage darum 70-30, weil ich mich da ein bisschen erziehen möchte, weil 70-30 sind wahrscheinlich immer noch 80-20. Und darum rein für meinen Kopf macht das irgendwie mehr Sinn. Und da geht es darum, dass ich früher oft mit Ideen oder eben auch mit Content oder was auch immer nicht raus bin oder irgendetwas nicht weitergemacht habe oder nicht darüber erzählt habe, weil ich immer dachte, ja, es ist noch nicht fertig und es ist noch nicht gut genug. Und ich habe vieles deswegen auch verworfen. Ein ganz berühmtes Beispiel, das ich glaube ich schon mal erwähnt habe, ist, dass ich als Kind sehr schnell sehr gut gezeichnet hatte, aber sehr oft dann die Bilder zerrissen habe, wenn meine Mutter das anschauen wollte. Und das lag nicht daran, dass meine Mutter mich kritisiert hat, im Gegenteil, sondern einfach, ich fand das jetzt nicht gut genug und ich habe mich fast ein bisschen dafür geschämt. Und ein guter Trick hier für mich ist, einfach mal über meine Angst zu springen. Ich weiß, einfach mal, aber wirklich einfach mal das Video zu posten, wenn es nicht gut ist. Wobei ich zugeben muss, dieses Video drehe ich jetzt auch zum zweiten Mal, aber das lag daran, dass ich einen Teil drin hatte, der mir überhaupt nicht gepasst hat, also wirklich nicht. Ja, wo war ich? Genau, es geht wirklich darum, mal etwas quasi in unserer Rohfassung da draußen zu präsentieren, weil erstens werden wir damit lernen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie wir denken, sondern dass die Leute das sogar sehr toll und gut finden. Und zweitens bekommen wir vielleicht auch wirklich wertvolles Feedback. Es geht wirklich auch darum, ein besseres Gefühl zu bekommen, wann etwas fertig ist, wann etwas genügt. Etwas anderes, was auch noch ganz wichtig war für mich, das ist mehr eine Erkenntnis, ist zu verstehen, dass es nicht nur um Leistung geht, sondern es geht oft einfach auch um Spaß. Ich habe so oft Dinge nicht mitgemacht, also irgendwelche Freizeitunternehmungen, die ich eigentlich gern gemacht hätte, aber ich dachte immer, ja, ich kann das ja nicht und dann halte ich die ganze Gruppe auf, etc., etc. Das lag daran, dass ich früher im Sport wahrscheinlich immer als Letzte gewählt wurde und einfach ein bisschen eine Außenseiterin war. Also habe ich mir immer gesagt, nein, ich kann das nicht, das ist peinlich, mich werden irgendwie alle auslachen. Und heute, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage, logisch, finde ich einfach, ja, ich darf doch einfach Spaß haben und ich darf über mich selbst lachen. Und ich habe auch gesehen und erkannt, dass ja andere auch nicht immer perfekt sind und dass das ja auch Teil der Sache ist. Und ja, so versäume ich halt einfach auch weniger schöne Sachen, die mich weiterbringen und die mein Bedürfnis nach Inputs und neuen Sachen befriedigen. Denn nichts Schlimmeres für jemanden mit ADHS, der aufgrund diesem Trauma fast ein bisschen dann nicht neue Eindrücke sammelt. Also ich würde mal sagen, wenn ich etwas raten könnte, traut euch einfach mal Dinge zu machen und auszuprobieren und traut euch auch zu failen und traut euch zu lachen darüber, denn wir können nicht alles können, aber es wird uns eigentlich auch niemand dafür auslachen, denn man ist da zusammen in etwas drin. Und bitte denkt niemals, ihr haltet andere auf oder ihr seid irgendwie eine Bürde, denn ich bin mir 100% sicher, das seid ihr nicht. Und was vielleicht auch noch damit verwandt ist, ich habe früher sehr oft Dinge nicht angefangen, weil ich mir schon sicher war, dass ich sie vielleicht nicht durchziehen werde, weil man muss ja ein Hobby dann ein Leben lang machen, sonst ist man wieder nicht gut genug oder man ist zu unstet oder das, was man halt früher schon gehört hat in der Kindheit. Dabei ist doch völlig egal. Man kann doch einfach mal was ausprobieren und man kann sogar mal darauf hyperfokussieren für eine Weile und es dann plötzlich einfach nicht mehr cool finden. Das ist doch völlig okay. Wir dürfen das tun, was uns gut tut. Wenn es für uns okay ist, dass wir immer wieder neue Sachen beginnen, dann geht es halt einfach schlicht niemanden etwas an. Solange wir uns selbst nicht in den Ruin treiben oder jemand anderem damit schaden, ist es doch eigentlich völlig egal. Es ist ja nur ein Problem, wenn wir selbst darunter leiden. Es ist nur ein Problem, wenn wir merken, ach, ich kann irgendetwas, was mir gefällt, irgendein Hobby, das mir eigentlich sehr gut tut und ich machen möchte, aufgrund exekutiver Dysfunktion nicht durchhalten. Das ist wieder ein ganz, ganz anderes Thema und kann durch Therapie, Medikation etc. angegangen werden. Aber eben, tut es für euch.
und nicht für jemand anderen. Ja, und letztlich hilft es uns einfach auch, die eigene ADHS, die Neurodivergenz zu akzeptieren und auch zu respektieren und zu sehen, was uns gut tut und was wir brauchen für unser Leben, um uns erfüllt zu fühlen. Und auch einzusehen, dass wir so schwarz-weiß denken und so überperfektionistisch sind, weil wir von der Welt, in die wir vielleicht jetzt nicht so ganz reinpassen, also das Umfeld, einfach die falschen Signale bekommen haben. Denn letztlich geht es überhaupt nicht um Leistung. Wir sind perfekt so, wie wir sind. Einfach so. Wir müssen niemandem etwas beweisen. Unser Wert hängt nicht von unserer Leistung ab. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Aber wir wollen ja natürlich im Leben auch Dinge machen und uns nicht gehindert fühlen. Und da finde ich es ganz wichtig hinzuschauen und das zu unternehmen, was jeder und jede von uns kann. Ja, und jetzt hoffe ich ganz fest, dass das euch ein bisschen geholfen und inspiriert hat. Und ich würde sehr, sehr gerne von euch wissen, wo ihr da so steht im Thema Perfektionismus und Schwarz-Weiß-Denken. Was hat euch vielleicht geholfen bisher? Was sind vielleicht auch ein bisschen die Gründe bei euch? Lasst es mich sehr, sehr gerne wissen in den Kommentaren. Ich freue mich immer sehr, was von euch zu lesen. Und die anderen können ja auch immer profitieren von verschiedenen Perspektiven. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und dieses Video zu liken. Folgt mir auch gerne auf meinen Social Media Kanälen und abonniert gerne meinen Newsletter. Der macht zwar gerade ein bisschen Pause, aber ich werde sicher bald mal wieder einen verschicken. Ihr findet auch meine Webseite und eben all das, was ich gesagt habe, unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch einfach alles Gute und bis bald. Tschüss!